Nani ist ein deutscher Hersteller von Verladetechnik, Industrietoren und hydraulischen Hebebühnen jeglicher Art. Speziell für das Andocken eines Lkw an ein Logistikgebäude wurde nun eine neue Lkw-Wegfahrsperre bzw. eine Lkw-Blockiervorrichtung entwickelt, das Blockdock. Dieses eigens von uns entwickelte und weltweit zum Patent angemeldete Produkt ist eine günstige, funktionale und äußerst robuste Lösung, um an der Verladerampe angedockte Lkw gegen ein gefährliches Wegrollen oder Wegfahren abzusichern. Die Staplerunfälle an dieser Stelle enden noch zu häufig tödlich für das Verladepersonal. Bei dem Andockvorgang an der Rampe zeigt die grüne Außenampel zu Anfang, dass diese Verladestelle für die Abfertigung des Lkw bereitsteht. An der Verladerampe angedockte Lkw werden festgesetzt und dauerhaft blockiert, bis der Verladeprozess beendet ist. Der Sensor erfasst den Lkw. Die Außenampel schaltet auf Rot blinkend, sobald der Lkw die Verladeposition erreicht hat, und auf durchgängig Rot, sobald das Blockdock den Lkw verriegelt hat. Die Kommunikation zwischen Außen- und Innenbereich findet über die Ampelanlage statt. In der Seitenansicht sind die teleskopierbaren, hydraulisch angetriebenen Verriegelungsarme des Blockdocks zu sehen, wie sie den Unterfahrschutz des Lkw blockieren. Diese fahren gegen die Rückseite des Unterfahrschutzes und arretieren so den gesamten Lkw. Durch die Hydraulik werden diese auf Druck gehalten und können ein Ein- und Ausfedern des Lkw absorbieren. Bevor sich nun das Tor öffnet, wird nach Aktivierung automatisch der Verriegelungsarm aus der Box herausgefahren und dieser fährt selbstständig gegen den hinteren Unterfahrbalken bzw. den Heckunterfahrschutz, der an jedem Lkw vorgeschrieben ist. Sobald der Lkw verriegelt ist, kann von innen das Tor geöffnet werden und die Überladebrücke kann eingelegt werden. Dies wird durch eine grün blinkende Ampel angezeigt. Das Blockdock hat den angedockten Lkw verriegelt und gegen ein unbeabsichtigtes Wegfahren oder Rollen abgesichert. Die Überladebrücke wird eingelegt und der Verladeprozess kann beginnen. Sobald die Überladebrücke ihre Ruheposition verlässt, wird die Ampelanlage von grün blinkend auf durchgängig grün leuchtend geschaltet. Die Stapler und Flurförderzeuge können in den Lkw ein- und ausfahren. Das Blockdock ist eine automatische Wegfahrsperre, die sich dadurch auszeichnet, dass sie, wenn das gewünscht ist, weder durch den Lkw-Fahrer noch durch das Lagerpersonal beeinflusst werden kann. Diese ersetzt auf funktionale und gleichzeitig kostengünstige Art den Lkw-Radkeil und vor allem andere gängige massive Wegfahrsperrenkonstruktionen. Ist die Verladung beendet, wird die Überladebrücke in Ruheposition gebracht und das Tor geschlossen. Danach wird der Verriegelungsarm in die Ausgangsposition innerhalb der unterirdischen Box versenkt. Sobald die Überladebrücke in Ruheposition gebracht wurde, das Tor geschlossen und das Blockdock inaktiv ist, schaltet die Außenampel auf grün blinkend und die Innenampel auf durchgängig rot. Hat der Lkw die Verladestelle verlassen, leuchtet die Außenampel durchgängig grün und zeigt somit die Bereitschaft für den nächsten Andockvorgang an. Das Blockdock hat verschiedene Vorteile gegenüber gängigen Wegfahrsperrensystemen oder Radkeilen. Dadurch, dass es unterirdisch in den Hof montiert ist, steht keine Stahlkonstruktion einem freien Rangieren auf der Hoffläche im Weg. Ein Überfahren des Blockdocks wie bei Radkeilen oder Wegfahrsperren ist nicht möglich. Der Lkw wird am Unterfahrschutz festgesetzt. Die gesamte Verriegelung kann automatisch stattfinden. Insgesamt ist das Blockdock eine kostengünstigere Lösung als alle gängigen konventionellen Wegfahrsperren. Bei unserer Lösung handelt es sich nun um eine simple und vergleichsweise kleine Boxkonstruktion, die vor der Rampe in den Boden eingelassen wird und nach der Installation mit der Hoffläche eine Ebene bildet. In Kompaktbauweise konstruiert, kann das Blockdock vor jeder erdenklichen Verladerampe nachgerüstet werden. Der kompakte Kasten mit einer Länge von ca. 1,50 Meter und einer Breite von 1,20 Meter sowie einer Höhe von ca. 80 cm
wird in einer Betongrube vor der Verladerampe fixiert. Die notwendigen bauseitigen Betonarbeiten auf dem Hof haben nur ein geringes Ausmaß. Dadurch ist das Blockdock das optimale Sicherheitsprodukt für jede Verladerampe. Seit 1993 entwickeln und produzieren wir in unserem Werk in Sachsen-Anhalt Verladesysteme, Tore und Hebetechnik.